Die 7 schönsten Orte des Mondes. Platz 2: Sinus Iridum. Der Mondkrater Sinus Iridum, übersetzt Regenbogenbucht, liegt am Rande des Mare Imbrium im Nordwesten des Mondes. Er hat einen Durchmesser von ca. 250 Kilometer und der Kraterrand existiert nur etwa zur Hälfte. Wie alt der Krater ist und warum der südöstliche Teil unterging, kann noch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Faszinierend ist der Sinus Iridum allemal, und zu Recht gehört er zu den schönsten Orten des Mondes. Stell dir vor, du stehst im Kraterbecken, das von Bergen umgeben ist, deren Gipfel golden leuchten. In der Bucht zu deinen Füßen liegt ausgebreitet ein längst erkalteter Basaltsee, der sich in der Ferne zu einem Meer arbeitet. Die Grenzen zum Mare Imbrium und zum schwarzen Horizont erweisen sich als fließend. Ein Problem stellt die Krümmung der Mondoberfläche dar. Sie ist vierfach stärker als die Erdkrümmung. Ein im Krater stehender Betrachter würde den Kraterwall und den Basaltsee nur unvollständig wahrnehmen. Nur aus großer Höhe betrachtet, wäre das vollständige Panorama des Sinus Iridum auf ganzer Länge zu überschauen. Über allem stünde das Band der Milchstraße und vielleicht wäre auch der blaue Planet Teil des kosmischen Gesamtkunstwerks. Tatsache ist, dass der Krater beim Zusammenprall mit einem großen Asteroiden entstand, möglicherweise zu einer Zeit, als Teile des Mondes noch glühend heiß und flüssig und die Oberfläche instabil waren. Magma stieg aus Bodenrissen auf und überfluteten die Einschlagbecken von Sinus Iridum und Mare Imbrium. Längst sind alle Strukturen erstarrt oder versunken, und das Einzige, das sich noch bewegt, sind Licht und Schatten im Schein der auf- und untergehenden Sonne. Zehn bis 11 Tage nach Neumond erscheint die Kraterwand in gleißend helles Licht getaucht, während der tiefer liegende Teil der Bucht im Schatten liegt. Der Wall scheint losgelöst in das Weltall zu ragen. Ein goldener Henkel wird sichtbar, wie das Phänomen auch genannt wird. Für 4 bis 5 Stunden ist der Henkel zu sehen, dann ist das lunare Schauspiel vorbei. Bis zum nächsten Mal in etwa 4 Wochen. Übrigens mit einem Fernglas lässt sich das Ganze auch von der Erde aus beobachten.